gedacht, man müsste doch eine Flugscheibe, so einen Deckel, müsste man in Natur, also in groß, müsste man doch zum Fliegen bringen können. Dass ich herauskam, dass ich Flugscheiben baute, ich das nicht bloßstellen, dass ich Flugscheiben weiterentwickelte. Zum Intelligenzcenter, wie es sich nannte. Legt euch das mal. Er wurde eingeladen von den Amerikanern. So, und da sind wir jetzt schon in den Vorläufern der Operation Paperclip. Dort waren noch mehrere, wie Hitler, sein Bruder, Hitler, seine Schwester, manche Techniker und Ingenieure und Fachleute und Wissenschaftler und auch Werner von Braun war auch dabei. Glauben Sie, dass die Amerikaner ihre Flugscheibe geheim halten wollten? Von Anfang an. Das lag natürlich in Archiven, Geheimarchiven, das war für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Wie so vieles. In der UFO-Abteilung, also Vergründung der UFO-Erscheinungen und so weiter, haben die erfahren, dass Deutschland Flugscheiben gebaut hat. Aber der Amerikaner, stehe ich auf dem Standpunkt, hat gewusst, dass wir die gebaut haben, denn es waren genug Leute noch am Leben. Bevor wir in das Interview starten, hier ist ein zweites Interview, welches unwahrscheinlich schwer ist zu finden. Also das ganze Interview ist wohl nicht mehr da. Ob man das macht, um die Wahrheit zu unterdrücken, ob man nicht will, dass dieses Wissen verbreitet wird oder preisgegeben wird. Keine Ahnung, wir hören einfach mal rein. Wir haben Transporte gemacht, auch vom Kampfgeschwader 26. Und zwar haben wir Torpedo geholt von Kiel, Heutenau, nach Norwegen rüber für die Kampfgeschwader 30 vom Baumbach-Geschwader. Und bei der Gelegenheit habe ich auf dem Hinflug nach Hamburg dieses Modell mitgenommen und habe tatsächlich einer Dienststelle übergeben zum Abschicken zum Reichsluftfahrtministerium nach Berlin an UDET. UDET hat dieses Modell weitergegeben an Peenemünde. Und in Peenemünde wurde dieses Modell erprobt. Ich habe nur später dann immer wieder feststellen können oder durch Erfahrungen, die ich durch andere Leute sammelte, die da gewesen wären und mitgearbeitet hätten in Prag. Und ich wusste auch, dass Habermohl und Schriever mein Modell praktisch bekommen hätten zum Ausarbeiten, zum Rekonstruieren. Und diese Flugscheibe hat der Schriever auf seine Art, seine Gedanken umgebaut. Während ich später feststellen musste, dass Habermohl sich an meinen Konstruktionsplänen gehalten hatte. Die zweite Sache war, ein zweites Modell wurde gebaut, eine 42 Meter große Flugscheibe wurde gebaut durch Miete und Belluzzo. Und zwar in Breslau. Und diese Flugscheibe sollte dann, wie ich dann erfahren habe, nach Spitzbergen geflogen werden und sollte auf einen Richtstrahl mit einer unbekannten Sendeskala, eine Nummer für den Sender, nicht, was überhaupt gar nicht benutzt wurde von anderen, sollte auf diesen Richtstrahl die Flugscheibe nach Rechlin zurückfliegen. Sie ist aber bei der Landung in Spitzbergen so zerstört worden, weil die ist heftig abgestoßen und konnte dann nicht mehr zurückfliegen. Dann bin ich rausgefahren außerhalb von Prag in die Berge und hatte eine Leica A. Und plötzlich habe ich dann so eine Flugscheibe gesehen und das war im November, Dezember. Und im Februar waren die eigentlichen Testflüge, aber das waren Probeflüge, die man gemacht hat. Und ich sah so etwas ankommen und das waren noch keine Tragflächen, gar nichts. Ich habe den genommen und dann weiter transportiert. Nochmal, da war sie aber schon über mir. Habe ich dann das Foto gemacht. So schnell war das und habe gesehen, dass es ein Flugkreisel war, eine Flugscheibe. So, hier wird darüber gesprochen, dass diese Technologie bereits erprobt wurde zu Kriegszeiten. Das vollständige Interview davon habe ich nirgendwo gefunden. Eure Mithilfe wäre super, wenn einer das gesamte Interview hat oder Ausschnitte davon, dass er mir das zukommen lässt, eine Verlinkung schickt, wie auch immer. Und ob das jetzt der Wahrheit entspricht, ob dieser Mann wirklich die Wahrheit erzählt, ob er vertrauenswürdig ist, schauen wir in das andere Interview rein. Ich bin gespannt, wie ihr dazu steht.
Heute schauen wir in ein Interview rein mit einem Konstrukteur für die Flugscheiben. Der Tipp kam wieder von euch. Vielen Dank, geht raus. Schön, dass ihr euch da Gedanken macht. Ich kenne es auch noch nicht. Wir gucken jetzt mal zusammen rein und hören mal, was dieser Mann zu sagen hat, weil der muss es ja wissen. Er ist schließlich Zeitzeuge. Er hat im Krieg gedient und er war mit dabei. Natürlich wurde dieser Mensch auch verunglimpft, in eine Ecke gestellt, benutzt und missbraucht, damit man ihm kein Gehör schenkt. Damit die Leute von vornherein sagen, oh nee, da halten wir Abstand von, da hören wir erst gar nicht rein. Ich bin mal gespannt, was ihr für einen Eindruck von diesem Menschen habt, wenn das Interview von ihm fertig ist. Also wenn er das Interview beendet hat. Welche Charaktereigenschaften dieser Mensch auf euch überträgt oder zeigt, ob er überhaupt eine Gesinnung hat, ob er einer Ideologie hinterherläuft oder ob es einfach nur ein ganz normaler Mensch ist, so wie ihr und ich. Wir unterscheiden hier natürlich zwischen konventionellen und unkonventionellen Antrieben und hier geht es nach erster Sichtung drum, dass wir von konventionellen Antrieben sprechen, also sprich ganz normale Verbrennungsmotoren mit Flugbenzin. Und dann haben wir noch die andere Entwicklung, deren Existenz ja sagenumwoben ist und nicht bestätigt werden kann oder nicht bestätigt werden will. Ne? Also wir reden da von einem Antigravitationsantrieb oder was es da sonst noch für tolle Bezeichnungen für gibt. Ich würde sagen, wir gehen rein, dann zieht mal euren 4-Punkt-Gurt fest. Das Triebwerk des Rundflugzeuges läuft bereits warm und wir gucken mal, was dieser Herr zu sagen hat. In meiner Jugendzeit in Hamburg, Schlossberg auf der Schule, da wurde ich nicht ganz, wie soll man sagen, für normal gehalten. In Physik, Algebra, Mathematik hatte ich gute Noten. Nur mit den anderen Fächern wie Sport, Natur oder wer weiß sonst was, Sport und Singen hatte ich schlechte Noten. Man hat sich auch nicht darum gekümmert, zu fragen, wieso? Denn mit 10 Jahren fing ich an, Flugzeuge zu bauen. Also es ist interessant. Ich habe jetzt Leute kennengelernt, diese sind ja Nachfahren von Entwicklern, hochintelligente Menschen. Sie sind aber ein bisschen strange. Aber sie sind, wie gesagt, hochintelligent und sie haben eine Auffassungsgabe und ein Verständnis von Dingen, was meinen Horizont weit übersteigt. Also sie können sich in Sachen und Prozesse reindenken. Sie haben Ideen im Kopf und sie können das erklären, zeichnen etc. Da steht ihr daneben und fasst euch einfach an den Kopf. Also das ist tatsächlich so. Und es ist wirklich bei vielen so, dass die in der Schule irgendwo in den gesellschaftlichen Sachen durchgefallen sind, wo man sagte, mit denen kann man nichts anfangen und auf einmal fingen die an und haben ein neues Computerprogramm geschrieben oder was über Binärcodes und oder was auch immer. Also tatsächlich sind die Leute, die nach außen hin sehr strange auf uns wirken, meistens die hochintelligent sind und die richtig was gerissen kriegen. Also es ist sehr authentisch, was er da erzählt. Flugzeuge, zum Beispiel wie von Gebrüder Weig oder von einem Konstrukteur der Humboldt-Taube oder Fokker. Und diese kleinen Modelle habe ich nachgebaut und das war sehr schwierig. Ich musste damals die ganzen Modelle aus Rohr herstellen. Wir gehen mal ein bisschen weiter an die interessanten Stellen, weil das ist ja jetzt, erzählt er aus seinem Leben, was er vor dem Krieg gemacht hat. Ich würde sagen, wir steigen im Krieg ein. So, und da sind wir jetzt quasi über das Kriegsgeschehen und da gucken wir jetzt nochmal rein. Und leider musste ich dann mitteilen, dass ich zur Luftwaffe muss, weil ich schon die Einberufung bekam. Und so kam ich dann zur Luftwaffe nach Quedlinburg, 2. Flieger Quedlinburg und wurde dann Soldat, Rekrut. Nach einem halben Jahr Ausbildung, Rekrutenausbildung, wurden wir dann abgestellt und befragt, was wir gerne werden möchten. Pilot oder Bombenschütze oder wer weiß sonst was sie da vorgesehen hatten. Und ich habe mich dann als Mechaniker gemeldet. Ich wollte unbedingt den technischen Beruf für Flugzeugkonstruktion und so weiter, überhaupt die ganze Technik wollte ich erlernen. Mein Interesse war später mal Intendant zu werden für die Flugzeugwartung. Na, wir wurden dann
eine Woche später eingeteilt, kriegte einen Marschbefehl und ich kam dann zu den Dornierwerken nach Friedrichshafen. Und zwar nach Manzell, wo die Dornier Waal, die Seeflugzeuge gebaut wurden. Die Dornier Waal, das sind übrigens die Flugzeuge oder eines der Flugzeuge von dieser Baureihe war auch mit bei der deutschland-arktischen Expedition 1938-39 mit dabei. Von diesem Flugzeug aus wurde der Südpol erkundet und mit diesem Flugzeug wurden auch die Hoheitszeichen abgeworfen über Neuschwabenland. Ja, und somit hat man das ja dann quasi als deutsches Hoheitsgebiet deklariert. Also das ist nice to know. Da habe ich den ganzen Lehrgang mitgemacht. Ich habe Belobigung bekommen, weil ich meine Arbeitsbücher, also was wir pro Tag gelernt haben, gearbeitet haben, in Fachbücher, also in Schriften aufgeführt und konnte daher sogar bei den Do-17 Flugzeugen sagen, wo jede Niete, jede Schraube hingehörte, wo jedes Profil hingehörte. Das hat mich so gefasst, gerade weil ich so begeistert war für die Fliegerei. Dann kamen wir nach rüber Friedrichshafen, wo die alten Hallen noch standen von Zeppelinwerken. Und da waren wir bei den Lehrgängen für Do-17 eingesetzt. Da haben wir Do-17 die Konstruktion und die Fachbauten und so weiter, Zelle, Tragwerk, Fahrwerk und so weiter, alles haben wir kennengelernt und gelernt. So, und von dort aus sind die dann weggenommen worden von dem praktischen Lehrgang. Mein Lehrgang hat 1,5 Jahre gedauert. Ich habe dann für besondere Kenntnisse die silberne Dorniernadel bekommen, weil ich verschiedene Konstruktionen an der Do-17 und anderen Flugzeugen irgendwie was auszusetzen hatte und wollte es verbessern. Jedenfalls wurde das anerkannt. Ich kam dann von dort aus zur Fliegerbildschule nach Hildesheim. Und da schon in Hildesheim, da hat mich nicht losgelassen, immer mit Flugzeugkonstruktion irgendwie etwas zu entwickeln. Da war noch diese Pfeilflügel. Sie kennen ja von der Schule her diese Pfeilflügel, die wir gebaut haben, also gefaltet haben mit Papier, haben sie zum geworfen und so weiter, haben damit Jux gemacht, also untereinander. Und ich habe dann überlegt, das müsste man auch zum Fliegen bringen. Na, es ging dann weiter. 1936 kam ich nach Berlin, von einem Besuch von Berlin. Und da haben wir in der Deutschlandhalle die Hanna Reitsch gesehen, wie sie in der Sporthalle, wie sie einen Helikopter gestartet hat. Und das hat mir sehr eingehende Gedanken beschert. Ich habe immer gedacht, diese Rotorblätter wären doch sehr leicht zu beschädigen durch Berührung mit Bäumen oder mit irgendwie Häusern und da habe ich gedacht, da muss noch doch etwas mit zu machen sein mit diesen, irgendwas anderes. Das müsste doch ein vollständiges Fluggebilde sein, wo die Rotoren geschützt sind durch einen Außenring. Und dann bin ich weiter, also das ging noch Jahre, bis ich nach Stade kam, zur Fliegertechnischen Schule. Aber vorher kam ich zur Ausbildung nach Hörsching bei Linz, zu den also als Kampffliegerausbildung. Ich habe 30 Stunden Flugstunden gemacht als Hilfsflugzeugführer. Ich habe als Bombenschütze meinen Lehrgang gemacht. Ich habe als Funker meinen Lehrgang gemacht. Als Bordschütze meinen Lehrgang. Da waren wir sogar bis nach zur Tschechoslowakei gekommen. In Malacki, das war ein Truppenübungsplatz. Von dort aus waren wir gestartet zum Bodenschießen. Dann kamen wir zum Luftschießen nach Pillau, rauf oben am Kurischen Haff. Und von dort aus kamen wir wieder zurück. Da wurden wir eingeteilt als Besatzungen. Und dann wurden wir nach Wiener Neustadt zurückversetzt. Und da hatte ich ein Erlebnis. Da waren wir mit einer
86, die eine Reparatur war, sollten wir Probeflug machen, Testflug machen. Und wie wir gestartet sind, plötzlich hat der rechte Motor angefangen zu stottern und hat plötzlich Rauchwolken gegeben und wir haben schon gedacht, der fängt an zu brennen an. Da sind wir gerade mit einem Motor haben wir gerade noch die Kurve nehmen können und konnten auf dem Flugplatz und wieder Neustadt landen. Und da hat sich nachher festgestellt, dass die Kühlstoffanlage Luftblasen im Zylinderkopf hatte. Und dadurch ist der Motor. Von dort aus bin ich dann nach Stade gekommen. Nein, wir sind ja erst nach KG 54 nach Frankreich gekommen. Mit der gesamten Besatzung, Lummer, Platzöder und Sabellik hießen meine Besatzungskameraden, sind wir nach Villers-Coplet gekommen. Und von der Erde aus nach Dreux und Chartres und dann haben wir Englandflüge gemacht nach London und wieder zurück. Da sind wir manchmal von einer Staffel von 7 Flugzeugen sind wir mit 3 zurückgekommen und so weiter. Und dann hat der Kommandeur plötzlich gesagt, hier, Ihre Besatzung ist noch nicht fix für Nachtflüge. Sie müssen nochmal zurückgehen. Da sind wir nach Landsberg versetzt worden und in Landsberg-Verlesch haben wir die Nachtflüge geübt und so weiter und so weiter. Und ich wurde nachher aber in Landsberg einbehalten. Meine Besatzung ist weitergeschickt worden. Ich wurde als Bordmechaniker, als ausbildender Bordmechaniker eingesetzt worden für die Lande- und Flug- und Landestarts. Und habe einen Vorfall gehabt, da mit einer 111 über Landsberg. Der Landsberger Flughafen war sehr klein. Und der kleine Flughafen, da sind wir oben gefahren, da hatte ich einen Flugzeugführer gehabt, einen Leutnant, Prinz Biron von Kurland. Der wollte mit mir einen Anflug machen, einen Landeanflug über Landsberg. Und da der Landsberger Flughafen sehr klein war, kurz war, habe ich gesehen, wie er die Maschine beinahe in eine Fabrik reingesetzt hätte. Also Fabrikschornstein mit Fabrikgebäude und so weiter. Da habe ich die Gashebel nach vorne geschoben, damit wir drüber wegkamen. Da hat er mir auf die Hände geschlagen. Ich war praktisch Lehrer für diesen Flugzeugführer. Der wurde auf die 111 eingeschult. Der hat vorher eine 111 gar nicht geflogen, die Heinkel 111. Gut, und dann sind wir gerade eben über das Fabrikgebäude rübergekommen und sind dann am Anfang des Landefeldes sind wir in eine Umgehungsbahn, die neu gebaut wurde, 1 Meter tief ausgegraben, sind wir drauf geladen, das Fahrwerk weggeknickt und dann haben wir eine Bauchlandung gemacht. Der Kommandeur hat dann gleich gefragt, was ist los und so weiter und so weiter. Dann habe ich gesagt, dass er mir auf die Hände geschlagen hat und meine Anordnung nicht Folge geleistet hat, dass er durchstartet oder wenigstens über die Fabrik wegkam. Naja, ist egal. Ich kam von dort aus, wurde ich angefordert von Stade, war dann Flugzeugführer, flugzeugtechnischer Lehrer in Stade, habe dann mein Diplom gemacht und wurde dann eingesetzt zur Ausbildung der jungen Flieger, die ihre Ausbildung gerade hinter sich hatten, Rekrutenausbildung, und wurden dann eingesetzt zum Lernen für flugzeugtechnische Aufgaben. Und ich habe aber währenddessen sehr viele Erfindungen gemacht für Flugzeuge, also für unsere damaligen Flugzeuge, wie für U-52 oder die Do-17 oder U-86, 88 oder für die H-111, dass ich durch den Major Mühleisen, der technische Leiter von Stade, hat mir ein Zimmer eingerichtet, wo Zeichnentisch und so weiter alles bereit stand, wo ich dann meine Entwürfe und meine Erfindungen zu Papier bringen konnte. Und ich musste dann manchmal mit Erfindungen wie zum Beispiel versenkbares Seitenleitwerk, Doppelleitwerk, abklappbar und so weiter, dann auch MG-Schützenstände in den Tragflächen von den Flugzeugen hatte ich entworfen, aufgezeichnet. Da musste ich ab und zu mal nach Berlin fahren. Und dann kam plötzlich dass wir eine Feier hatten und ich habe dann bin rausgegangen, weil ich nicht so viel Alkohol liebte, kein Bier und so weiter. Und bin rausgegangen, habe frische Luft geschnappt denn drin. Das war eine Nikolausfeier. Das war zu Ehren, also nicht zu meinen Ehren, sondern für meine Beförderung zum Rundlaufzieher.
Und ich ging raus und habe dann ein paar Bierdeckel mitgenommen, so aus Jux habe ich den Bierdeckel geschmissen. Und da hat mich das so imponiert, diese Flugeigenschaft dieser Bierdeckel. Und da kam ich im Gedanken zurück auf Hannah Reitsch, auf den Helikopter, und habe gedacht, man müsste doch eine Flugscheibe, so einen Deckel, müsste man in Natur, also in groß, müsste man doch zum Fliegen bringen können. Und dann fing ich an und habe diese Bierdeckel zur Flugscheibe ausgebildet. Auf dem Rückmarsch von... Also es ist interessant, er wirft einen Bierdeckel und hat dann die Idee, dass man ja im Prinzip diese Flugeigenschaften auf ein Luftfahrzeug übertragen könnte. Also alleine diese Idee schon, ist schon nicht verkehrt. Wer denkt darüber nach? Gerade auf so einer Feier, die für einen selber veranstaltet wird, weil man befördert wurde, ist schon nicht schlecht. Und das, was der Mann da tatsächlich entworfen hat oder wo er sich darüber Gedanken gemacht hat und später entworfen hat, das kennen wir ja aus den USA. Das nannte sich Afrocar oder Avrocar, irgendwie sowas. Das hat ja nie so wirklich funktioniert. Aber der Gedanke war halt, beziehungsweise das ist auch deutsch, die Erfindung. Also es wurde von den Deutschen so gemacht oder entwickelt und die Amerikaner haben das nach dem Krieg auch weiterentwickelt. Ne? Hören wir mal weiter. Über Salzburg kam ich bei Ochsenfurt in Gefangenschaft. Man fragte nach einem Entlassungsschein oder so. Ich hatte keinen, also wurde ich gefangen genommen und in Ochsenfurt inhaftiert sozusagen als Kriegsgefangener. Aber kurz danach wurde ich aufgerufen und wurde von den Amerikanern eingeladen mit Entlassungsschein nach Freising, zur 7. Amerikanischen Armee. Überlegt euch das mal. Er wurde eingeladen von den Amerikanern. So, und da sind wir jetzt schon in den Vorläufern der Operation Paperclip. Ja? Das müsst ihr euch mal wegtun. Also genau das ist das ja. Der Amerikaner hatte einen Run auf die deutsche Industrieentwicklung und deren Forscher, Wissenschaftler und Techniker begonnen. Und da fing man jetzt intensiv nach allen Menschen, die was konnten und entwickelt haben, an zu suchen. Und hat sie der Reihe nach eingeladen. Also man hat sie nicht mal als Kriegsgefangene mehr behandelt, sondern man ist hingegangen und hat diese Menschen eingeladen. Ja, also das ist auch schon bezeichnend. Zum Intelligenzcenter, wie es sich nannte. Dort waren noch mehrere, wie Hitler, sein Bruder, seine Schwester, manche Techniker und Ingenieure und Fachleute und Wissenschaftler und auch Werner von Braun war auch dabei. Leg mal, die haben ein Intelligenzcenter gehabt, wo sie die Leute quasi geprüft haben, ob sie für die US-amerikanische Wirtschaft, Industrie, Rüstung, wie auch immer wollt, nützlich sind. Also man hat da wirklich schon gesucht und fing dann durch dieses Center an, die Leute zu selektieren, wer brauchbar ist und wer nicht. Ne? Also auch die Vorstufe Operation Paperclip. Sehr interessant, was der Mann zu sagen hat. Sehr viel von Werner von Braun hielt, wegen seinen Erfindungen und seinen Arbeiten an V1, V2, habe ich ihm mal von meinem Flugmodell erzählt, dass ich nichts mehr gehört hätte davon. Ja, sagt er hätte davon gehört, dass mein Modell dort angetroffen wäre und von Dornberger und einer Gruppe von Technikern erprobt wurde. Und da sagt er, ja, wenn du sowieso die Erfindung gemacht hast, warum kommst du nicht mit? Ich bin eingeladen nach Amerika, um dort Weiterentwicklung zu machen. Ne? Also er ist auch eingeladen worden, also jetzt von Braun, in Amerika weiterzuentwickeln. Ja, so, und da sind wir jetzt schon in der Operation Paperclip. Ne? Man hat diesen Menschen, die man für wertvoll hielt für die amerikanische Wirtschaft, Rüstung und Industrie, hat man eingeladen. Sie sollten an ihrer Forschung weiterarbeiten dürfen, weitermachen, aber dann halt nicht mehr für Deutschland, sondern für die USA. Ne? Also es ist wirklich hochspannend, was der Mann dazu berichten hat. Er ist halt ein Zeitzeuge, der es miterlebt hat. Und dass die Menschen da so offen drüber sprechen, ja, das ist absolut selten. Ne? Also es ist eine absolute Seltenheit hier, dieses Interview, dass der Mann hier so offen darüber redet, wie er das damals empfunden hat, was da passiert ist.
Dann habe ich gesagt, nee, 1 Monat nach Kriegsende und dann plötzlich von Amerikanern eingeladen werden, um zu arbeiten. Nachher machen wir was, Erfindung und so weiter und dann kriegen wir einen Tritt in den Hintern und ist der Fall erledigt. Ne? Denn ich war sehr misstrauisch als Kriegsgefangener plötzlich solche Einladungen. Aber ich habe davon gehört, dass man... Ja, und das ist es. Er war misstrauisch. Ich denke mal, dieses Misstrauen war auch gar nicht mal so unangebracht an dieser Stelle. Ihr wart Kriegspartei oder wart Soldaten einer Kriegspartei eines feindlichen Landes und man ging mit euch um wie mit einem Häftling. Also ihr kamt in Haft, wurdet inhaftiert, in Lager interniert und auf einmal geben die euch die Sonderbehandlung. Also ihr seid dann nicht mehr die bösen Gegner, ihr seid dann die nützlichen und tollen Konstrukteure, Ingenieure, wie auch immer. Und man unterbreitet euch diese Angebote. Ja, natürlich kommen einem da Zweifel, ne? Weil jemand, der nur das Beste für einen will, ja, meistens weiß man dann schon, wo es hingeht. Also das ist ein deutliches Alarmsignal, ne? Also er war skeptisch, das ist jetzt auch erstmal gar nicht so schlecht. Besser hätte, diese Leute, die da eingeladen waren, möglichst unterzubringen bei den Amerikanern. Auch die Russen hatten Leute als Gefangene. Und wie ich dann erfuhr, soll Habermohl, der plötzlich verschwunden war. Also auf russischer Seite oder sowjetischer Seite gab es natürlich auch so ein Projekt. Das wurde aber ein bisschen anders aufgebaut als jetzt das US-amerikanische und es wurde natürlich auch gar nicht so populär. Aber auch die Sowjets haben viele führende Köpfe der Industrie tatsächlich mitgenommen. Aber bei den Amerikanern war das, habt ihr ja gehört, mehr auf Einladung, also auf die freundliche Schiene. Ja, und bei den Sowjets war das so, du kommst jetzt mit, hast dich geweigert, dann war es auch ganz schnell um dich geschehen, sag ich mal, ne? Jede Siegermacht hatte solche Projekte am Laufen, die natürlich darauf zielten, die Forschung, Patente, Rüstung, was auch immer, was man da für nützlich hielt, in die eigene Wirtschaft zu integrieren. Seine Frau und seine Kinder waren nach Russland exportiert, also gebracht worden, um dort weiterzuentwickeln. Und das gab mir so allerlei Gedanken, wenn die Russen das wüssten und die Amerikaner das wüssten, wegen Flugscheibenentwicklung und so weiter. Wie Miete soll nach Amerika gegangen sein und dort Weiterentwicklung gemacht haben. Da habe ich mir in Hamburg gedacht, nach meiner Rückkehr nach Hamburg, ich muss weiterentwickeln. Ich muss diese Sache nicht ruhen lassen, sondern das bin ich den Leuten schon schuldig, die... Also er war dann einer der wenigen, die nicht an diesen Projekten teilgenommen haben, also nicht zugesagt haben. Und ihr seht ja, die Amerikaner haben ihn dann tatsächlich auch in Ruhe gelassen. Also man hat ihn nicht irgendwie gezwungen. Es war jetzt nicht unmittelbarer Zwang im Einsatz gewesen von amerikanischer Seite. Man hat ihn gelassen und er wollte aber weiterentwickeln, ne? Und hat das dann wohl auch getan. Gearbeitet haben und jetzt plötzlich namenlos waren. Da habe ich begonnen, eine Flugscheibe zu bauen. Nicht eine Flugscheibe, aber einen Flugring. So wie ich es damals vorhatte bei Hanna Reitsch. Das ist ihre Vorführung. Und habe dann einen Ringflügler gebaut, wo in der Mitte 2 große Rotoren, gegenläufige Rotoren drin waren. Und ich habe da von einem Ventilator einen Elektromotor gefunden. Und mit diesen habe ich dann mit einer Umkupplung durch dieses Getriebe, habe ich das erreicht, dass ich einen Rotor in diesen Flugring hineingebaut habe. Ich habe noch den Plan. Hineingebaut habe. Ich habe aber den Flugring gefesselt im Wohnzimmer fliegen lassen. So, damit, wenn der hochschießt, dass er nicht irgendwie gegenstieß oder sich beschädigte und nicht gegen die Decke flog, habe ich ihn mit Federung gemacht. Unten waren Gummibänder, unter den Stricken, die ich da hatte, waren noch Gummibänder drin, damit er etwas ziehen und sich bewegen konnte. Und bei diesem Fliegen, das war mir aber auch nicht so recht im Sinn mit diesem Flugring. Denn ich hatte noch immer ein Seitenruder am Flugring und ein Höhenruder. Und das passte mir nicht. Denn die Querruder-Bewegungen, die konnte ich mit den Rotoren ausgleichen.
ich habe dann aufgehört, diesen Flugring habe ich beiseite gestellt und habe dann einen Konstruktionsplan entwickelt für einen Diskus. Also Flugscheibe Diskus. Da waren 6 Rotoren drin und 2 Seitentriebwerke. Aber da waren auch wieder Seiten- und Höhenruder vorhanden an diese Flugscheibe Diskus. Das war 1954. Nun fing aber in der Straße, wo ich wohnte, so ein Gemunkel an, von wegen, ich würde irgendwas da oben bauen, so geheimnisvoll und so weiter. Und der Witz war nämlich das, ich hatte eine Wohnung oberhalb von einem englischen Major, der mit seiner Familie da wohnte, hatte ich oben. Aber da war noch eine schräge Abzweigung oben im Dach und da habe ich dann gearbeitet. Und damit, dass ich herauskam, dass ich Flugscheiben baute, habe ich den Düsenjäger Hamburg 02 habe ich konstruiert und damit bin ich auf den Hamburger Flughafen gegangen und da haben die Wochenschau Welt im Bild und die DPA und so weiter haben Aufnahmen gemacht, habe es fliegen lassen und so weiter. Da hat man mich gefragt, ja, wie schnell würde das ungefähr sein? Da habe ich gesagt, nach meinen Berechnungen müsste das 2000 Kilometer die Stunde erreichen können. Dann haben die Leute mit dem Finger an die Stirn geklopft, habe gesagt, 2000 Kilometer, der spinnt, haben die gedacht. Ja, da sind wir auch wieder, ne? Das konnten die Menschen sich nicht vorstellen, aber das ist halt, wie gesagt, keine unmögliche Angelegenheit. Also man hat das ja geschafft, 2000 Stundenkilometer, das macht 2, ne? Das wird erreicht. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Da ist die Vorstellungskraft der Menschen wieder oder weist wieder Grenzen auf und dann habt ihr so Menschen wie den Konstrukteur hier, der sagt, nö, das geht, weil, ne? Er baut dann einfach den Rumpf, dass er stromlinienförmig ist, eine gute Aerodynamik aufweist, ein starker Antrieb rein, etc. Nur weil wir uns das nicht vorstellen können, heißt es nicht, dass es nicht letzten Endes wirklich möglich ist. Ne? Und da gehen wir dann wieder zu den unkonventionellen Antrieben. Nur weil wir uns das nicht vorstellen können, heißt das ja nicht, dass das jemand geschafft hat, wirklich zu erfinden, zu bauen, zu erproben, einzubauen, dass das Ding wirklich durch die Luft jagt. Ne? Man weiß es halt nicht. Es ist auf jeden Fall möglich und wir sollten demgegenüber unseren Geist nicht so verschließen. Wir sollten da mal offen rangehen und unserem Geist die Chance geben, Neues zuzulassen und zu erforschen. Weil so funktionieren Entwickler. Die machen sich Gedanken zu irgendwas, wo alle sagen, das geht nicht und dann gehen die hin und bauen das. Dann ist es möglich und keiner möchte dann mehr diese Erfindung missen. Ne? Also es ist sehr interessant. Und heute, die Concorde und wie die anderen Düsenflugzeuge, wie schnell sind die heute? Ne? Und ich hatte ja einen Pfeilflügel. Den können wir nachher auch noch mal zeigen, wie es aussah. Gut. Dann habe ich 1954 diese Flugscheibe, da war immer noch unter dem Verbot der Alliierten, Modelle zu bauen und so weiter. Wir durften ja nicht schwerer sein als 5 Kilo. Jedenfalls wollte ich das nicht bloßstellen, dass ich Flugscheiben weiterentwickelte. Und dann habe ich beim letzten Flug der Flugscheibe Diskus, habe ich plötzlich die Idee bekommen und habe den Rumpf von dem Ringflügel auf die Flugscheibe Diskus herauf montiert, so dass ich außen einen drehbaren Ring hatte. Und das war nachher meine Omega Diskus, der Prototyp. Ich erhebe nicht Anspruch, wesentlich, nur durch mein Modell natürlich, was ich damals bei UDET eingereicht hatte und erprobt wurde, nicht wesentlich beteiligt war an der Konstruktion für die Flugscheiben, den Flugkreisel, sondern dass ich weitergearbeitet habe nach dem Kriege für Flugscheibenentwicklung und die man dann nachher publik gemacht hat. Ich habe dann versucht, aber durch die Bundesregierung keine Unterstützung erhalten. Trotzdem große Wissenschaftler, gute Wissenschaftler, das bestätigt haben, dass meine Sache richtig wäre. Also dass es vorteilhaft wäre, solche Flugscheiben zu bauen. Also da gab es keine Unterstützung. Er hatte sich an die Bundesregierung gewandt. Die haben da auch Experten drüber gucken lassen. Und die Experten haben gesagt, das ist möglich, das ist gut, das kann man machen. Es gab aber keine Unterstützung.
Aber er spricht ja davon, dass das im Prinzip Rotoren waren, also ähnlich wie ein Hubschrauber. Und ich habe da auch was ganz Interessantes dann dazu tatsächlich recherchiert. Und wir reden da von dem deutschen Flügelrad-Hubschrauber. So, und was damit auf sich hat, da gehen wir nochmal genau drauf ein, weil dieses Wissen gelangte an die US-Amerikaner. Und die haben da ziemlich viel Material drüber gesammelt. Das lag natürlich in Archiven, Geheimarchiven. Das war für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, wie so vieles. Und da gab es aber einen Insider, der auspackte über diesen Flügelrad-Hubschrauber und dessen Einsatz. So, aber das folgt in einem späteren Video. Da gucken wir mal gemeinsam rüber, weil das ist hochspannend. Nicht mehr für Kriegseinsatz wollte ich die bauen, sondern für private. Passagierflug, Transportflug und so weiter. Ich habe nur den Anspruch darauf, nach dem Kriege weitergebaut zu haben. Leider ohne Mittel von der Regierung oder durch andere Leute, also durch andere Interessenten. Bevor ich damit herauskam, habe ich dann an das Verteidigungsministerium geschrieben, ob ich diese Sache nicht geheim halten sollte. Ich habe darauf hingewiesen wegen Habermut. Und schön, das wird alles eingeblendet. Also der Mann denkt sich jetzt nichts aus. Wie gesagt, wie zu Anfangs gesagt, er wurde in eine Ecke gestellt und in rechtsesoterische Kreise und er glorifiziert das. Und nein, er hat eine Lebensgeschichte. Das sind seine Erlebnisse. Und er hat für diese Erlebnisse, was er gemacht hat, auch Beweise in Form von Dokumenten oder als er bei der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg war, Bilder. Und er kann detailliert alles wiedergeben, wie sein Leben da verlaufen ist. Ne? Das ist das Interessante. Und so Leute, die es miterlebt haben und ein Stück führender Kopf waren und Ideen hatten, brillante Entwickler und Erfinder waren, die werden dann heute in eine Ecke gestellt und verunglimpft. Also das darf man auch nicht vergessen. Und der Mann hier kann alles belegen. Es wird jetzt nicht so sein, dass er komplett 100% uns angelogen hat. Ne? Sonst hätte er diese ganzen Sachen nicht, die er in Dokumentenform vorlegt, dass da auch was dran ist oder Bauzeichnungen und Videos und Fotos und habt da nicht gesehen. Also es ist hochspannend. Und die anderen nicht, dass das tatsächlich gebaut wurde. Dann hat man mir gesagt, da war damals der Stoltenberg. Oh. Der Stoltenberg hat mir verweigert, dass ich eine Absatzbescheinigung bekomme für die Gelder, die mir Fabriken zur Verfügung stellen wollten, um ein Original zu bauen. Die konnten sie nicht steuerlich absetzen, das wäre zu viel gewesen. Es geht ja in die Millionen. Und diese Gelder wollten die gerne steuerlich absetzen. Ja, was machen heute die Firmen? Heute machen sie Reklame, Fernsehen und alles. Und da gehen Tausende von Marken Gelder zu veröffentlichen. Warum denken Sie, hat die Bundesregierung kein Interesse gehabt, wieder nach dem Krieg an diesen Modellen? Weil sie zu abhängig waren von den Amerikanern mit Einführung der Bundeswehr, waren mit allen Einrichtungen abhängig von den Alliierten. Und wir waren ja nachher Mitglied in der NATO. Aber alles, was die NATO bestimmte, wir bekamen nachher Raketen, jetzt lange nach dem Krieg, Raketen als Abwehr gegen Flugzeugeangriffe. Und der Kalte Krieg, der zwischen den Osten und Westen bestand, hat uns aber nur als Abschussbasis benutzt. Und unsere Soldaten auch nur als... Ich habe eine Frage, und zwar, glauben Sie, dass die Amerikaner ihre Flugscheibe geheim halten wollten? Von Anfang an. Also auf die Frage hat er eine sofortige Antwort. Von Anfang an. Ne? Die NATO, Bundesrepublik hat sich dagegen gestellt und ist nicht, machen wir nicht und wollen wir auch nicht. Und die Amerikaner haben das im Geheimen weiterentwickelt. So, und das ist ja auch man hat das auch irgendwann der Weltöffentlichkeit präsentiert, aber dass das die Entwicklung gewesen sein soll, wie viel Milliarden US-Dollar da reingeflossen sind. Das Avrocar, was nur wenige Meter über den Boden flog und im Prinzip, mehr Ausfälle hatte als alles andere. Also das kann einem niemand erzählen. Das ist einfach nur, um zu zeigen, da gab's was, aber was die Deutschen da entwickelt haben, das hat nicht funktioniert. Wir haben versucht, das weiterzuentwickeln. Wir haben das auch nicht hingekriegt. Wir haben das eingestellt. So, und insgeheim wurde damit weitergemacht. Und man hatte diese Technik so perfektioniert, dass sie einsatztauglich war. Ne? Und er gibt ja auch die Gründe an. Das war ja damals alles von Amerika bestimmt. Ja? Und die Amerikaner hatten kein Interesse, dass in Deutschland dann auch so eine Forschung läuft, weil sie das nicht mehr unter Kontrolle hatten.
beziehungsweise dass dann auch an die Weltöffentlichkeit kommt, hier Deutschland baut Flugscheiben oder irgendwelche Flügelradhelikopter oder wie sie nannten, ne? Und nur der Major Kehu, der beim Pentagon war, in der UFO-Abteilung, also Vergründung der UFO-Erscheinungen und so weiter, haben die erfahren, dass Deutschland Flugscheiben gebaut hat. Aber der Amerikaner, stehe ich am Standpunkt, hat gewusst, dass wir die gebaut haben, denn es waren genug Leute noch am Leben, Beschrieber, Miete ist ja nach Kanada gegangen, hat da Flugscheiben weiterentwickelt. Nicht? Da haben die Amerikaner doch durch den schon gewusst, nicht, dass die gebaut wurden damals. So, und dieser Mann war dabei. Er hat's gesehen, er hat's mitentwickelt. Das war einfach mal ein Einblick in seine Karriere in der Kurzform oder in sein Leben, wie er es wahrgenommen hat, was er erlebt hat. Warum dieser Mensch jetzt in eine rechte Ecke, eine rechtsesoterische Ecke gestellt wird, also es liegt mir völlig fern. Das ist ein ganz normaler Mensch, der klaren Verstandes ist, der sagt, wie er das damals wahrgenommen hat. Und jetzt wird wieder angebracht, ja, das ist ja in der rechtsesoterischen Ecke, wird das gefeiert und das ist der Beweis dafür, dass Deutschland überlegen war. Das ist ja alles Schwachsinn. Wenn ihr jetzt Menschen habt, die was erlebt haben, die dabei waren und das erzählen und das wird von irgendwem benutzt, um Unwahrheiten zu verbreiten, um ja, irgendwas zu glorifizieren, dann ist das doch kein Grund, warum man diesen Leuten dann nicht mehr zuhört. Was können diese Leute dann dafür? Das können wir doch dann nicht als Quatsch abstellen, weil sich irgendeine Gruppierung dem annimmt und sagt, das ist der allerletzte Beweis dafür und wir waren ja quasi die Helden. Also sie schmücken sich ja sowieso mit fremden Federn, sie haben da nicht gelebt und versuchen das zu glorifizieren oder was auch immer und da ja, schmücken sich mit fremden Federn. Da können doch diese Leute, die es wirklich gemacht haben, nichts dafür. Ne? Und das ist es. Diese Meinungen werden systematisch unterdrückt, klein gemacht, in eine Ecke geschoben, ja, um die Wahrheit letzten Endes, die dahinter steht. Und wir kratzen ja auch damit, sind ja nur konventionelle Antriebe. Das ist ja jetzt noch nichts irgendwie mit unkonventionellen Antrieben, also sprich Antigravitation oder was auch immer, ne? Da sind Verbrennungsmotoren drin verbaut worden, die Rotoren angetrieben haben, die dann eine fliegende Scheibe durch die Luft befördert haben, sag ich mal. Ne? So, und wenn das da schon in die Richtung geht und unterdrückt wird, was meint ihr denn, wie es in die Richtung geht, wenn jetzt wirklich mal rauskommt, es hat diese Entwicklung gegeben, ob das jetzt Schauberger ist, die Friedel-Gesellschaft und wie sie alle heißen. Es ist mehr mysteriös, dass man diese Leute halt da immer in Ecken stellt, denen nicht zuhört oder die vorher schon so ja diffamiert, dass die Leute denen gar nicht mehr zuhören. Das sind ja diese Kampfbegriffe und Worthülsen, die übergeschubst werden oder übergestülpt werden über irgendwelche Menschen, wo man keine Diskussion mitführen will. Also keine auf Argumente gestützte Diskussion, sondern damit will man eine Diskussion beenden, indem man dann sagt, du bist jetzt aus der Ecke, du bist aber jetzt hier im Bereich von unmöglichen Sachen und das sind ja hier Verschwörungstheoretiker etc. So, dann beendet man das. Und dann gehen auch viele Leute hin und sagen, wir hören da gar nicht rein, da haben wir Angst vor und das kann ja nicht sein und man hört ja so viel und mit denen, das sind Aluhüte, mit denen wollen wir nichts in Verbindung gebracht werden. Ja, das kommt davon. Und so habt ihr Leute, die haben wirklich pfiffige Ideen gehabt, die haben was gemacht, die wollten es auch entwickeln. Ja, und die sind dann auf einmal weg vom Fenster, weil denen jemand diesen Stempel aufdrückt. Da sollten wir mal wirklich genau drüber nachdenken, wie wir in Zukunft mit solchen Sachen umgehen, ob wir uns wirklich dem weiter verschließen oder ob wir den Menschen einfach mal zuhören, anstatt Menschen auszugrenzen. Das größte Problem ist, meiner Meinung nach, das Ausgrenzen von Menschen. Das geht immer schief. Und es behindert natürlich auch das Weiterkommen, den Fortschritt. Ne? Also der lebendige Fortschritt, der wird durch solche Aktionen sofort gestoppt. Ne? Ich erinnere noch mal an die flache Erde. Die Menschen sagten auch oder dachten, weil man hat ihnen das erzählt, es konnte ja auch keiner prüfen, man hat ihnen erzählt, die Erde ist eine Scheibe. Ja, wenn ihr zu weit aufs Meer rausfahrt, dann fallt ihr da runter und seid weg. Und dann kam jemand und sagte, das stimmt ja gar nicht, die Erde ist rund. Was hat man denn mit dem gemacht? Was meint ihr denn, wie die Leute damals reagiert haben? Das war ja der Vorläufer des Verschwörungstheoretikers und des Wissenschaftsfeindes, ne? Galileo Galilei. Als er dann sagte, die Erde ist rund, sie ist keine Scheibe, ihr braucht keine Angst haben, da runterzufallen. Wie ging man mit dem um? Was haben die Leute gedacht? Weil die vorherrschende Meinung war, die Erde ist eine Scheibe und von dieser Meinung durfte auch nicht mehr abgewichen werden. Nur weil jetzt irgendwas in unser Weltbild passt, heißt das nicht, dass wir dieses nicht noch verändern können, dass wir Fehlinformationen hatten.
Auch die Wissenschaft. Wir können nicht sagen, die Wissenschaft hat immer recht, wir vertrauen darauf. Und wenn das vorgefestigte Bild durch die Wissenschaft bestätigt ist und da ist, können wir doch nicht sagen, ja, wir haben doch schon alles, die Wissenschaft hat festgestellt, wir hören mit der Wissenschaft auf, wir forschen nicht mehr. Ja, wo bewegen wir uns dahin? Das ist doch kein Fortschritt, das ist Rückschritt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und mit diesen Worten entlasse ich euch mal. Denkt da mal eingehend drüber nach und dann malt euch mal die Möglichkeiten aus, die wir hätten, wenn wir neuen offen gegenüberstehen und das nicht sofort mit einem Stempel belasten und wegschieben.